Mittelstandbetrieben, wo du sagst, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Hier 8000 Tonnen und du denkst, es ist schon längst Schluss. Du denkst dir, hier willst du schon schalten. Nein, will er aber nicht. Ja. So, jetzt wollen wir hier noch ein bisschen das Visier aufmachen, Dass du Luft damit ich kriegst. auch ein bisschen Luft bekomme, damit ich auch atmen kann. Und dann, Ja, das wir ist sehr sind sogar gut. auf Sendung schon, also mein Mikrofon läuft. Ich weiß nicht, ob die Kamera schon läuft. Ja, die läuft schon seit einer Stunde. Dann ist das perfekt. So, wir stehen auch gleich schon beim richtigen Auto, würde ich sagen, oder? Bei meinem neuen Daily. Das ist noch nicht ganz dein neuer Daily. Ich weiß, Robert, du bist noch auf der Suche, ne? Ja? Deswegen haben wir heute wieder was Neues am Start. Ja, da bin ich aber Wieder gespannt. was Neues am Testen für dich als Daily. Ob das für dich vielleicht in Frage kommen könnte. Okay. Weil bei den letzten Autos, wobei DBX 707, das war schon was für dich, ne? Boah, ja, habe ich mich schwer verliebt. Aber wir haben ja noch was anderes momentan zum Testen da. Okay, was hast du denn? Ja, den hast du doch abgeholt. Ich? Ja, du hast den abgeholt. Ich bin ihn bisher noch nicht gefahren. Du fährst seit Tagen da damit rum. Ja, also... Aber da kommen wir zu einem anderen Ja, ja, Thema. da Das wird reden bei wir einem jetzt noch anderen nicht. Video, werdet ihr das sehen, Leute. Also, hier Ferrari F40, die Legende. Und heute, Leute, heute steht noch ein Ferrari hier in der Sammlung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach hinten, denn hier bleibt es weiterhin rot. Und Robert, ich würde einfach sagen, bevor ich jetzt weiter laber, haust du erstmal hier einen schönen Porn von dem Auto raus. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was ist dir aufgefallen? Dass die Intros deutlich seriöser schon werden. Ja, also, wir stehen ja für Seriosität. Eben. Also Leute, hier 8, 12 Competizione. Alter, bist du Italiener? Der halbe Italiener, weißt du doch. Pack doch Ja. immer meine italienischen Skills aus. Buongiorno. Buongiorno. Was eine Schönheit. Richtige Ähnlichkeit mit dem Robert? Oder mit dir? Hey, sag mal, was ist denn da los? Ich kriege ja hier Komplimente heute von dir. Ja, ich- Aber nicht ich, sondern hier. Das Auto ist viel wichtiger. Also ich meine, wir sind jetzt schon den normalen F12 gefahren. Wir sind den F12 TDF gefahren. Wir sind vor kurzer Zeit sind wir den F12 Enlago gefahren, was einfach nur abnormal gewesen ist. Der Klang, die Emotionen. Aber hier jetzt mit so das Exklusivste, was es von Ferrari gibt und vor allem, was es aktuell von Ferrari gibt. F12 TDF, damals 799 Stück wurden gebaut. Hier jetzt Competizione 999 Stück und Competizione Aperta gibt es ja auch noch. Davon 599 Stück. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe bisher noch keinen einzigen auf der Straße gesehen, auch generell im Internet. Du findest so gut wie gar nichts hier von diesem Auto. Was hat sich geändert gegenüber dem 812 Superfast? Auf den ersten Blick definitiv einiges. Denn normalerweise, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn irgendwo so eine limitierte Version kommt, du hast kaum Änderungen. Aber was hier Ferrari Hand angelegt hat, nicht nur beim Motor, wir haben den schönen 6,5 Liter V12 Motor am Start, leistet jetzt beim 812 Superfast waren es 800 PS, hier jetzt 830 PS. Wir können eigentlich die Motorhaube dann mal aufmachen, oder? Können wir uns das nochmal genauer anschauen. Gerne. Aber jetzt starten wir mal hier mit der Front. Da geht's schon mal los. Gegenüber ein 812 Superfast, wie viel offener das Ganze hier gehalten ist, wie viel mehr Kühlung hier reingeht, dass der Motor kühlt. Dann auch, was hier, ich weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll, weil es sieht einfach so geil einfach aus. Hier schön alles in Carbon, die ganzen Carbon-Teile. Dann haben wir hier diesen Streifen, das ist alles handlackiert. Hier die Motorhaube komplett aus Carbon. Hier dieses schöne Carbon-Blade. Bringt natürlich, hier hat man natürlich geschaut bei Ferrari, einen Haufen Aerodynamik zu verbauen. Und vor allem das Geile, was ich immer bei Ferrari so feier, ist, du hast nicht einen Haufen Schnickschnack mit aktiver Aerodynamiken, irgendeinen Flügel hinten, da kommen wir jetzt gleich nach hinten, sondern es ist alles sehr clean gehalten. Hier auch, das ist natürlich brutal. Wir haben einerseits Pirelli P-Zero Reifen am Start, vor allem hier, jetzt halt schön eingearbeitet mit den Streifen. Und dann haben wir hier Carbonfelgen am Start. Und der Besitzer hat gemeint, weil ich ihn gefragt habe, du, wie sieht denn das aus? So ein Satz Felgen, wo bist denn du da preislich? Und ja, das kostet 40.000 € für Carbonfelgen. Das muss ich mal vorstellen. Ja, die darfst nicht anfahren. Was meinst du, wie viele Fiats man sich davon kaufen kann? Von dem Fiat? Ja, genau. Da kannst du schon ein paar kaufen da davon. Oder man kauft sich einfach Carbonfelgen für Oder eine so. 812 Competizione. So, dann geht's hier weiter, was auch sehr clever gelöst ist. Du siehst, hier geht die Luft durch, hier geht's weiter. Auch sehr clever gelöst.
Ist auch schön alles in Carbon gehalten hier unten auch. Also hier ist auf jeden Fall einiges an Carbonara verbaut. Aber jetzt Leute, bevor wir den Innenraum anschauen, wir kommen hier zum geilsten Part. Und das ist, boah, zieht euch das mal bitte rein. Dieses breite, böse Heck. Einfach nur brutal. Ein richtiger sexy Arsch. Wieder Ähnlichkeit mit dir, Robert. Okay. Also jetzt wird es ein bisschen anzüglich. Nee, das lass mal weg. Das glaubst aber auch nur du. Hä? Das glaubst auch nur du. Wir machen weiter. Also hier ist ein riesen Unterschied gegenüber dem 812 Superfast. Ich meine, wir sehen ja allein hier dieser, wie sagt man da? Ja, nee, wir haben ja einen Kofferraumdeckel. Allein hier dieser artmäßige Kofferraumdeckel. Kein Glas, sondern hier schön durchgezogen. Eben für was? Aerodynamik. Diese ganzen Pinnen, die hier eingearbeitet sind, alles in Carbon gehalten. Dann haben wir hier, das ist unser Rückspiegel und zwar eine Kamera. Da bin ich mal gespannt, wie das später ausschauen wird, wenn wir da fahren werden. Auch generell, ich meine, schaut euch das mal an. Dieser riesen Diffusor mit den Finnen, komplett aus Carbon. Dann hier auch alles offen gehalten, dass schön die Luft durchkommt. Und was ich am meisten feiere, Leute, das sind hier die Endrohre. Und das sind keine Fake-Blenden, sondern das ist die echte, originale Auspuffanlage. Alter, das ist so krass. Auch allein hier diese 2 Finnen, einfach nur brutal. Also, sag ich ganz ehrlich, ich glaube, da kannst du jetzt wirklich eine halbe Stunde hier schauen, was du hier an Designelementen findest, was aber nicht einfach nur geil aussieht, sondern aerodynamisch auch wirklich einen Haufen bringt. Denn man muss sich auch überlegen, ich meine, klar, 0 auf 100, ich glaube, was waren das, 2,8 irgendwas Sekunden, 0 auf 100. Aber dann 0 auf 200, statt 7,9 hier beim Kompetizione 7,5 Sekunden. Und das ist schon, das bringt auf jeden Fall hier einiges. Ich meine ganz ehrlich, nochmal, es sieht einfach geil aus. Ich sage jetzt mal kurz nichts. Leute, einfach hier jetzt mal 5 Sekunden das Heck auf euch wirken lassen. Ja, ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Hier mit den Streifen durchgezogen, dieses Heck. Ich glaube, es wird echt wieder Zeit, mal einen Ferrari sich zuzulegen, oder? Auch hier, da, dieses Carbon-Element, wie das halt hier direkt raussticht und das trotzdem in dieser grauen Lackierung. So, jetzt machen wir aber jetzt setzen wir uns mal rein. Schauen wir uns mal den Innenraum an, wie das Ganze hier aussieht. Beziehungsweise, nee, warte mal, ich will mal schauen, was das Ding überhaupt für einen Kofferraum hat. Ah, Robert, brauchst du eine Banane noch? Gerne. Bisschen Eiweiß, Protein. Nee, eine Banane hat kein Eiweiß, glaube ich. Sondern? Keine Ahnung, ist halt eine Banane. So, schauen wir mal, wie hier. Ich meine, Daily. Du suchst ja ein Daily. Ich suche ein Daily. Wir müssen natürlich schauen. Du reist ja auch immer viel mit Gepäck. Ah, okay, alles klar. Da passt mein Kammerkoffer rein. So, da passt auf jeden Fall gut was rein. Vor allem. Mach's nicht kaputt. Sehr schön. Ich verstehe zwar jetzt gerade noch nicht die Funktion, was das hier bedeuten soll, also was das hier bringen soll. Das ist eine Ablage. Damit es geschlossen ist und nicht vorfliegt. Glaube ich. Also keine Ahnung. Das könnte möglich sein. Und hier auch alles Carbon. Schon verrückt. Wenn du überlegst, das Gewicht hier sind wir bei knapp. Hey, mega. Siehst du? Weißt du, wie die Motorhaube aufgeht? Perfekt. Ja, nicht, dass ich wieder eine Viertelstunde hier machen muss. Da merkst du einfach, da kommt der Ferrari-Kenner in sich raus, oder? Ja, beim R40 ist es leichter. Ja, beim R40 ist deutlich leichter. Das sind 2 Knüppel und offen ist sie. Ja? Ja, beim gut. Smarten haben wir auch schon gemerkt. Und sonst kommst du klar, oder? Ach, so ist die Motorhaube jetzt gerade aufgegangen. Ja, ich hab's Einmal ja auch niesen genießt. und schon ist die Motorhaube Richtig. offen, oder wie? Boah, ich muss glaube ich gleich nochmal. Oder auch nicht. Warte, du komm einfach. Ich schneide es dann raus. Wie immer. Okay. Also Leute, hier ist er. 6,5 Liter V12 Motor. Und was ich heftig finde, zieht euch das mal rein, wie weit der da nach hinten geschoben worden ist. Da hat sich auch einiges getan. Nicht nur einfach 30 PS mehr, sondern das Getriebe wurde angepasst, ist ein Ticken schneller geworden gegenüber einem 812 Superfast. Die Nockenwellen und so weiter und so fort, dass wir dann hier auf 830 PS rauskommen. Vor allem, da bin ich jetzt später mal gespannt. 812 Superfast dreht bis 8900 Touren hier. Haltet euch fest, Leute, 9500. Also ich glaube, das wird richtig krass werden. Klar, natürlich, man muss sich überlegen, wir fahren hier das Ganze mit Serienleistung, auch Serienaauspuffanlage. F12
Novitec Enlago wird halt emotional, wird das hier, glaube ich, jetzt nicht toppen. Kannst du aber auch nicht vergleichen. Wir haben denselben Motor verbaut auf der einen Seite, aber klar, ich meine, an der anderen, beim Novitec Auspuffanlage ist halt einfach nur krass. Wobei du aber jetzt dazu sagen musst noch, wir haben jetzt hier 1485 Kilo am Start und für das, dass wir hier so viel Carbon verbaut haben, ja, und so viel gemacht worden ist, er ist nur 38 Kilo leichter gegenüber dem 812 Superfast, finde ich eigentlich jetzt echt nicht viel. Wenn du den jetzt hier so anschaust und du stellst ihn hin gegenüber einem 812 Superfast, würdest du dir schon denken, der hat easy über 100 Kilo abgespeckt, was du hier an Carbon und allem drum und dran verbaut hast. Aber gut, das ist irrelevant, denn Leute, nochmal hier, der schöne 6,5 Liter V12 Motor ist hier am Start und ich würde sagen, ich steige jetzt ein, wir starten das Ding und geben ein bisschen Standgas, Robert, oder? Ja, okay. Wo stellst du dich hin? Ich denke mal hinten hin, oder? Das macht Sinn. Das Alles ist kein klar. SLR. Tschüss. Madonna, schau dir das mal an. Ja, dann spring mal rein, sitze- Kollege. Sportlich, entspannt, geiles Lenkrad. In den Raum gehen wir jetzt dann gleich beim Fahren ein. Ich würde sagen, Robert, stellst dich nach hinten. Wir starten das Ding jetzt mal. Bist du ready für ein bisschen Standgas? Ich warte auf dich. Ja, okay. Dann geh nach hinten. Also was du jetzt schon direkt merkst, beim Standgas schon, das Ding dreht schneller hoch gegenüber dem F12. Klar, man muss immer noch sagen, das ist Serie, aber für Serie? Was sagst du? Ich bin jetzt drin gesessen, habe einen Helm auf. Ja, aber ich fand's toll. Es ist zwar nicht so geil wie ein F12 Enlago, das ist natürlich richtig. Aber ist trotzdem toll. Ich würde sagen, Robert, wir steigen ein. Jetzt überzeugen wir uns davon im Vergleich. F12 Enlago, wie ist das Ganze emotional? Vom Fahren her weiß ich jetzt schon, wird das eine komplett andere Liga sein. Also, was machen wir? Wir fahren was essen. Ja, wir machen Andiamo. Achso, Andiamo, ja. So, dann sind wir unterwegs im Bella Italia 812 Competizione. Ich finde, das hört sich so sexy an irgendwie. Ja, vor allem, wenn du das sagst. Und was ich auch sexy finde, hier dieser Rückspiegel und vor allem die Qualität ist halt mal richtig krass, wie nah uns da im Nacken dieser Hyundai hinter uns hängt. Da siehst du hier schön rot, schwarzer Streifen. Das war ganz schön krass. Die Auflösung ist echt heftig. Ich finde es ungewohnt, es ist das erste Mal, dass ich in einem Auto sitze und es hier über eine Kamera abläuft. Der Rückspiegel ist gewöhnungsbedürftig, ist aber echt geil. Und vor allem, wenn du mal nach hinten gehst, boah, sag mal, geile Fehlzündung, i30N, geiler Klang. Aber Robert, was ich eigentlich gerade zeigen wollte, wenn du mal nach hinten gehst mit der Kamera, Da ist gar nichts. da ist gar nichts, wie dunkel das aussieht. Das ist auch ungewohnt, hast hinten Platz, ja, aber ist halt einfach zu aerodynamisch das Ganze. Aber hier Innenraum, du hast extrem viel Platz. Das habe ich zum ersten Mal hier gesehen, diesen artmäßigen Ganghebel auf Oldschool gemacht. Und zwar im SF90. Ich glaube, im Ferrari Roma gibt es das Ganze auch sehr edel gehalten. Und das finde ich hier das Geile bei der 812 Competizione. Auf der einen Seite extreme Sportlichkeit, aber auf der anderen Seite, wir fahren jetzt hier ganz normal im Sportmodus dahin. Tiefenentspannt. Wirklich tiefenentspannt, komfortabel zum Fahren. Ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt hier Gas geben, inwiefern sich hier das Auto, das 830 PS Monster, zum richtigen Monster entwickelt. Aber auch so, Innenraum hier. Das Ganze hier in Alcantara bei der Tür. Wir haben hier das Ganze in Carbon. Richtig geile Verarbeitung. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist hier das Material. Das weiß ich noch nicht so ganz, was ich da davon halten soll. Hier Mittelkonsole, alles schön in Mattcarbon gehalten. Man kann sich das Ganze auch in glänzend Carbon ausstatten. Du hast natürlich auch alles im Griff mit deinem Display. Ist auch sehr, sehr wichtig. Von den Sitzen her guter Halt, wobei ich sagen muss, ich habe zu viel Spielraum. Ich weiß nicht, ob man da verschiedene Größen bestellen kann, aber ich finde, ich habe hier ein bisschen zu viel Spielraum, was hier von der Beinfreiheit angeht. Also auf der Rennstrecke weiß ich nicht, da fühle ich mich nicht so richtig
im Sitz drinnen. Also ich meine, der Sitz ist entspannt, aber ich habe hier zu viel Spielraum an den Beinen. Oberkörper passt, aber wie gesagt hier an den Beinen. Aber gut, ich meine, wir sind ja nicht auf der Rennstrecke unterwegs, sondern easy, entspannt hier auf den öffentlichen Straßen. Und sonst noch schön, Schallpedals auch echt geil, komplett in Carbon gefräst, das Ganze schön in Matt-Carbon hier auch. Das ist auch das neue Lenkrad, taugt mir richtig. Vor allem, was ich halt echt geil finde, wie die Kiste hier konfiguriert ist. Hier schön in dem grauen Alcantara und dann hier schön dieses blaue Alcantara und dann diese blauen Nähte und das Ganze hier auch am Lenkrad. Also schon sexy. Vor allem, Robert, schau mal, du hast auch bei dir so ein Pedal. Also wenn es ist jetzt wieder ne, mit dem Bremsen, wenn es dann wieder so weit ist, kann ich gleich mitbremsen. Dann kannst du gleich mitbremsen. Sonst gibt es eigentlich hier im Innenraum nicht mehr viel dazu zu sagen, außer sehr übersichtlich. Sehr übersichtlich, sehr clean gehalten, sportlich, elegant. Du merkst richtig diese Exklusivität hier in dem Auto. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt hier auf die Autobahn. Ich komme ganz ehrlich immer noch nicht so ganz klar von außen, das Auto. Es sieht einfach krass. So sexy aus. Es ist echt krass. Es ist das erste Mal in Abu Dhabi bei der Formel 1, wo das Auto präsentiert worden ist. Es ist halt echt, es ist schon wirklich geil. Vor allem, jetzt bleiben wir mal hier ganz kurz stehen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber wir sind jetzt hier im Sportmodus. Wir können eigentlich das Fenster noch kurz runter machen. Ah ja, jetzt geht auch direkt aus. Schauen wir mal. Und zwar, das ist Sportmodus, das ist Race. Krass. Das ist krass. Ja. Sport, Klappe zu, Race, Klappe offen. Also, boah, krass, wie laut das Ding ist. Im Stand schon. Boah, Alter, die Bremse. Kann die was? Boah, die kann richtig was. Das ist, Alter, boah, da ist aber mal richtig was am Start. Okay, du merkst... Krass, du merkst jetzt schon, die Gänge deutlich sportlicher gegenüber 812, gegenüber F12. Alter, wie merkst du diese Unterbrechung? Ja. Wie der richtig die Gänge reinhackt und er ist jetzt nur hier das Ganze bei 3000 Touren schon. Aber krass auf einmal, wenn du das jetzt vergleichst mit dem F12 in Lago, wie leise das auf einmal ist, ne? Ja, definitiv. Krass. Boah, Bremse ist heftig. Bremse ist richtig die heftig. reißt schon richtig an. Vom Gefühl her. Oh, es sind hier entspannte 90 km/h Allradlenkung haben wir hier verbaut. Merkst du auch deutlich sportlicher schon. So, jetzt mal aus dem dritten raus, oder? Jo, gib ihm. Alter Schwede! Boah! Wie da oben rum hier da die Power kommt! Boah! Alter Schwede, geht das Ding durch! Alter, 270! Boah! Schieb das Ding an! Alter, schieb das Ding an! 300! Alter. 320! Boah! Alter! Bist du behämmert? Das ist ja bescheuert? Unmenschlich. Leck mich fett! Ey, da ist ja der F12, der in Lago ist ja der alte Omi da dagegen gewesen. Boah, Alter. Bist du bekloppt, schieb das Ding an. Vor allem, was richtig heftig ist, 8900 Touren, 812 Superfast. Bis dahin dreht er hier bis 9.500 Touren. Aber was echt heftig ist, eben genau das, bei 8000 Touren, wie das Ding richtig zum Schieben nochmal anfängt. Das fühlt sich an wie so ein richtiger Punch, der nochmal da dazu kommt. Eigentlich schon fast wie so, ein bisschen wie ein Turbo fühlt sich das an, wie da nochmal das Ding anreißt. Boah, Das ist krass. vor allem, man muss sich echt mal wirklich überlegen, 8900 Touren ist ja schon wirklich brutal. Aber dann dreht hier dieses Ding einfach nochmal 600 Touren mehr und das... Das ist ordentlich. Einfach direkt gerade aus nichts 320 drauf gehabt. Boah, das ist krass. Und wie easy entspannt sich das anfühlt. Ja, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ich weiß echt gerade nicht, was ich sagen soll. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, weil ich meine, ich bin jetzt 812 Superfast schon auch ein paar Mal gefahren. Aber wie anders das hier ist. Jetzt machen wir mal das Fenster auf, würde ich sagen. Ja, oder? würde ich auch sagen. Du, kein Bock bei dir, das Fenster aufzumachen? Doch, aber... Hat sich emotional noch nicht so Ja, du bisher? hättest halt auch gleich beide aufmachen können. Ach so. Knallt so ein bisschen, ne?
untenrum weiß ich Untenrum nicht. nicht. Untenrum ist er echt nicht laut. Also wirklich. Da ist Ja. F12-Serie lauter. Ja, Aber ja. obenrum dann, ab hier. Alter. Ja, wie kann denn, jetzt mal ohne Scheiß, wie kann denn das Ding so asozial vorwärts schieben? Und hinten wie das Ding rausknallt beim Schalten. Endgeil. Boah, ist das krass. Das ist richtig krass. Alter, ist das ein krasses Teil. Also er ist auf jeden Fall deutlich leiser, als was man von den Videos kennt hier bei den Kompetitionen. Ich glaube halt... Ach, dieses Start-Stopp, das geht mir wie auf den Zeiger. Ah, warte mal. Die war hier... Nee, die war auch nicht da Nee. oben. Da auch nicht. Ich weiß es nicht. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Die Videos, die man gesehen hat im Internet von Ferrari, also das ist never ever Serie gewesen, ne? Weil das hier ist Serie und das passt auch zu dem Auto von der Lautstärke her. Obenrum fängt das Ding richtig zum Schreien an. Aber ich bin immer noch geflasht von der Power. Weil ich meine, wir reden nur von 30 PS mehr, wir reden nur von 38 Kilo weniger, aber das fährt sich hier deutlich anders Das sind ja zwei Welten. gegenüber dem 812 Superfast geradeaus. In den Kurven müssen wir jetzt gleich noch mal testen. Ich meine, wir haben eine Allradlenkung am Start, aber hier geradeaus übel. Boah. Ja, fühlt sich gut an. Du merkst allerdings, das ist schon ein gutes Schiff. Aber hier, du merkst, ja, hier merkst du schön die Allradlenkung deutlich besser als der F12. Deutlich besser. Ich komme immer noch nicht mit den Gängen klar, ey. Wie schnell das schaltet einfach. Vor allem, was das richtig hier so einen Ruckler nach vorne gibt, wo du richtig noch schön die Gänge spürst. Nicht dieses perfekte Schalten, ne? Sondern hier, du merkst die Gänge noch. Jede Schaltunterbrechung. Alter Schwede, wie das rausknallt! Nochmal! Alter! Leck mich fett! Ey, woher kommt das? Ich denke aus dem Auspuff. Ja, aber Ey, das ist das so wie geil. der nach vorne springt? Der hat einfach Bock, der will. Ja, leck! Der ist motiviert. Also ohne Scheiß, Ferrari, Hut ab. Ja. Hut ab, wirklich. Ich dachte, das wäre hier ein Auto einfach nur aerodynamisch, dass es halt einfach nur geil aussieht, aber nicht wirklich viel bringt und einfach, ja, limitiert. Aber das Ding schiebt nach vorne. Jetzt hier 8000 Tonnen und du denkst, es ist schon längst Schluss. Du denkst dir, hier willst du schon schalten. Nein, will er aber nicht. Junge. Boah. Dieser Aufwand, auch der hier betrieben worden ist, die könnten easy sagen, ja komm, wir lassen das wie beim Superfast, 8900 Touren, was auch schon mehr als ausreichend ist. Aber nein, hier wird der Aufwand von Ferrari betrieben, dass das Ding, der 12-Zylinder, bis zum Ende ausgereizt wird. Und wirklich hier bis 9500 Touren. Und ich leg's auch schon nach hinten in den Sitz bei 5000 Touren. So krass. Total. Vor allem, die können auch einfach nur 3 neue Carbon-Teile dran schrauben und sagen, komm, scheiß drauf, fertig, hier die Kiste. Genau, und die Sache ist, und Ferrari konnte sich bis dahin immer zurücklehnen, wenn irgendwelche limitierten Modelle gekommen sind. Ja. Einfach ein absoluter Run. Und das könnte Ferrari theoretisch immer noch. Aber genau das fängt bei mir jetzt langsam wieder an, was mir bei Ferrari taugt. Weil ich, ganz ehrlich Leute, für mich persönlich, Ferrari die letzten Jahre hat sich einfach nur zurückgelehnt. Ja, wir sind die Marke Ferrari und das war's. Und die Autos, die waren gut, aber das war's. Die waren nicht, wo du gesagt hast, boah, das ist richtig geil. 488 Pista, ja, ist ein geiles Auto, aber ist trotzdem so dieses typische Ferrari hat mir persönlich gefehlt. Aber hier, jetzt das Auto, das ist für mich, wo ich sage, wir reden von einem limitierten Sondermodell, 999 Stück. Und hier wurde richtig Aufwand betrieben. Richtig Aufwand betrieben, wo du sagst, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Nicht nur von außen, was absolut geil aussieht, was aerodynamisch auch viel bringt. Innenraum auch hier und da die Änderungen, aber vor allem motortechnisch und das Ganze. Und hier dieses
So, würde ich sagen, machen wir nochmal Abfahrt, oder? Jo. Dritter Gang und Abfahrt. Bisschen Begrenzer, wieder schön, 9.500 Touren. Boah! Alter, das Ding schiebt vorwärts. Junge. Allein hier aus dem 6. Gang raus, wie das Ding noch vorwärts schiebt. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zum Fazit. Robert, Ja? könntest du das Auto als Daily vorstellen? Boah, also das kann ich mir definitiv als Daily vorstellen. Aber ich finde ihn schon fast zu schade, ihn als Daily zu fahren. Ja, das schon. Ja, da hast du natürlich auch recht. Weil ich meine, das ist hier wirklich, muss man nochmal sagen, von Ferrari eine richtige Handwerkskunst, die hier entwickelt worden ist. Motortechnisch, vom Look her, von allem. Ich habe es ja gerade schon nochmal gesagt, aber hier wirklich zum Abschluss nochmal Ferrari, echt geile Arbeit. Mich würde es wirklich interessieren, wie sich das Auto hier auf der Rennstrecke fahren lassen würde. Mit Sicherheit definitiv schnell, wobei du das Gewicht kannst du einfach nicht dann wegstecken. Es sind immer noch 1500 Kilo, das Ganze auf die Hinterachse. Ja, wir haben Allradlenkung am Start, aber ich meine hier einfach geradeaus. Also das hat mich wirklich jetzt gerade am meisten geflasht, wie viel heftiger das Auto hier gegenüber ein F12, gegenüber ein 812 geht. Vor allem dann obenrum, wie die Power da bei 8000 Touren nochmal dann richtig kommt, richtig schön eben Saugermotor. Dafür lieben wir den Saugermotor und genau sowas sollte niemals aussterben. Und warum das niemals aussterben sollte, das sehen wir jetzt ja gleich da vorne nochmal. Von daher, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen die Fenster nochmal runter. Und dann, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Robert, willst du noch irgendwas sagen, bevor ich bis 9000 Touren drehe? Lass einfach scheppern. Das ist voll süß. Alles klar. Komm, erster Gang geht noch. Erste Welle und Abfahrt.